Ich bin wieder zurück von meiner Reise nach Ecuador und nehme euch heute mit in ein Land voller Vielfalt und einzigartiger Kultur. Wir sprechen darüber, wie sich das Leben dort von Europa unterscheidet und was uns Wichtiges in der europäischen Gesellschaft fehlt. Wir sprechen aber auch über die wunderbare und gesunde Kakaokultur, die Lebensmittel dort, die Landschaft, das Naturschauspiel Galapagos, den Amazonas-Dschungel, aber auch die Kriminalität, die Probleme und die Schattenseiten von einem der schönsten Länder der Welt. Sei willkommen in der Athletik, die Lebensphilosophie der Wahrheit, des Wohlstands und der Weiterentwicklung. Ecuador ist ein Land der Kontraste. Beginnen wir mal mit Quito, der Hauptstadt. Auf ca. 3000 Meter Seehöhe liegend ist das Fitnesstraining zu Beginn tatsächlich anstrengender als gewohnt. Durchaus aber gut für die Ausdauerleistung, den Sauerstofftransport und auch für die Durchblutung. In Quito gibt es Viertel, die so modern und gepflegt sind, dass man sie kaum von europäischen Städten unterscheiden kann. Gleichzeitig prägen aber unvollendete Gebäude, die für uns wie verlassene Rohbauten wirken, das Stadtbild in vielen Gegenden in Ecuador, und die sind aber voll bewohnt. Das heißt, die meisten Menschen in Ecuador leben in solchen Häusern. Der Norden von Quito, der ist eher sicher, der Süden, der ist eher unsicher. Nach Einbruch der Dunkelheit sollte man aber in beiden Gegenden oder in ganz Quito überhaupt nicht mehr zu Fuß unterwegs sein. Die Kriminalität, die ist tatsächlich ein ernstzunehmendes Thema. Aber speziell die Gegend um den Parque de Carolina, die kann ich nur empfehlen, die ist auch noch bei Abenddämmerung sicher, ist aber auch die teuerste Gegend in Quito. Für Touristen ist die Lage aber durchaus okay. Eine weitere Herausforderung ist aktuell die Stromrationierung. Hier wird der Strom landesweit in Schichten aufgeteilt. Manche Stadtteile haben tagsüber für nur wenige Stunden Elektrizität und das zwingt viele Geschäfte und sogar ganze Einkaufszentren auf Dieselgeneratoren umzusteigen, um überhaupt öffnen zu können. Ist natürlich katastrophal. Wirtschaftlich gesehen, Diesel ist vergleichsweise günstig dort, aber die Lebensmittelpreise, die sind oft sogar höher als in Europa. Am schlimmsten sind weltbekannte Marken- und Drogerieartikel, die kosten weitaus mehr als bei uns, und das in einem Land, wo das durchschnittliche Einkommen bei um die $500 liegt. Tragisch, aber die meisten Menschen in Ecuador wissen sich zu helfen. Am Land wird vieles selbst angebaut, das Land ist reich und fruchtbar und auf einheimischen Märkten sind Lebensmittel auch für alle leistbar. Was mich besonders fasziniert hat, ist die Kakaokultur Ecuadors. Wusstet ihr zum Beispiel, dass hier im Amazonasgebiet die Ursprünge des Kakaoanbaus liegen? 2 der weltweit feinsten Kakaosorten stammen sogar aus Ecuador. Der Arriba Nacional gilt als der allerbeste Kakao für die Schokoladenproduktion. In Ecuador ist aber Kakao nicht nur für die Schokoladenproduktion relevant, sondern Kakao gilt als eine Heilpflanze und wird geschätzt und vielseitig eingesetzt. Kakao enthält nämlich wertvolle Nährstoffe, die uns wacher, fröhlicher und sogar herzlicher machen. Und genau das ist auch der Grund, warum die meisten von uns so gerne Schokolade essen und davon auch nicht genug bekommen können. Wenn man statt Schokolade aber Kakao isst, hat man die vielfache Wirkung davon und ist damit auch gesättigt. Ich kann jedem nur raten, der gerne viel Milchschokolade isst, die ja bis auf den geringen Kakaoanteil darin ungesund ist, auf Kakaoalternativen umzusteigen. Es gibt in Ecuador zahlreiche Kakaoschokoladen ohne Milch und Industriezucker, die besser schmecken als jede Milchschokolade und dabei hochgradig gesund ist. Als ich trotz zum ersten Mal eine solche Schokolade gegessen habe, habe ich mich ernsthaft gefragt, warum wir überhaupt begonnen haben, Milch und Industriezucker dazu zu mischen. Eine Schande meines Erachtens. Aber über Kakao könnte ich hier ein eigenes Video machen. Auch die anderen natürlichen Lebensmittel in Ecuador, die haben eine beeindruckende Nährstoffdichte. Ein Salat zum Beispiel, der fühlt sich dort viel nährstoffreicher an als in Europa. Hier brauche ich normalerweise, um ein gutes Gefühl einer Sättigung zu bekommen, eine große Schüssel Salat. Also, dass ihr es wisst, ich esse Salat immer prinzipiell vor dem Essen, da es für die Verdauung günstiger ist. Aber in Ecuador hatte ich das Gefühl, dass ich bereits nach ein paar Bissen genug hatte. Ich hatte das Gefühl, ich habe dieselbe Menge an Nährstoffen aufgenommen wie hier nach einer riesigen Schüssel, aber dort mit nur ein paar Bissen. Und das hat mich sofort an die Aussage der First Nations, also der indigenen Völker Nordamerikas erinnert, als sie den Europäischen
Einwanderern damals sozusagen sagten, sie werden die Bäuche voll haben, aber trotzdem verhungern. Wäre mal spannend, ob es diesbezüglich schon irgendwelche Studien gibt oder ob etwas schon bekannt ist, dass die Nährstoffsättigung, der Nährstoffgehalt in unseren Lebensmitteln vehement abnimmt. Das wäre durchaus spannend. Wer von euch was weiß, bitte gerne in die Kommentare damit. Das Bedeutendste, was mir in Ecuador aufgefallen ist, dass die Menschen dort größtenteils zufriedener sind und glücklicher scheinen und näher am echten Leben dran sind als die Menschen hier in Europa. Es gibt dort wesentlich weniger Regulierungen, wie etwas zu tun ist, und auch weniger Kontrolle dessen. Und das bemerkt man in allen Lebensbereichen und ergibt mehr Freiheit für die Bürger, aber auf der anderen Seite dadurch auch mehr Unsicherheit. Wir in Europa, wir haben in Bezug dessen weniger Freiheit, aber dafür mehr Sicherheit. Und genau das ist das Spiel der Polarität, das hier in Ecuador und Südamerika im Allgemeinen andersrum ausgetragen wird als hier bei uns in Europa. Ecuador ist aber für Touristen und auch für Einheimische sicher. Man kann sich frei im Land herumbewegen, ohne Sorgen zu haben, solange man jetzt nicht in der Nacht in Großstädten oder in Risikozonen zu Fuß unterwegs ist oder sich derzeit, also aktuell, viel an der Küste herumbewegt. Da gibt es nämlich aktuell große Bandenpräsenz und Gewalt, weil um die Seewege für den Drogenschmuggel gekämpft wird. Das sind leider die Schattenseiten und die Nachteile. Mit näher am Leben dran meine ich, dass die Menschen dort noch nicht so von der Natur entfremdet sind wie hier in Europa. In Ecuador, da hat die Natur übrigens dieselben Rechte wie der Mensch und diese sind in der Verfassung verankert. Und dadurch kann ein Fluss vor Gericht ziehen, um seine Grundrechte einzufordern, oder der Regenwald in Ecuador gegen die Bergbauindustrie gewinnen. Und das ist einfach fantastisch. Und damit führt Ecuador eine weltweite Bewegung an, die das Existenzrecht der Natur verteidigen will. Und das ist einzigartig, auch in Südamerika. Das Land an sich ist zum Staunen, wunderschön und vielfältig. Ecuador besteht aus 4 geografischen Zonen. Die Sierra, das sind die Anden-Hochgebiete, wo man auf über 4000 Meter Höhe wandern und dort barfuß im Gras grounden kann, weil die Schneegrenze erst bei 4500 Meter in etwa beginnt. Dann gibt es die Küste mit ihren wunderschönen Stränden und ausgedehnten Natur. Das Gebiet um den Amazonas-Dschungel nennen die Einwohner Oriente und ist weitgehend flach, warm und beeindruckend in seiner Pflanzen-, Tier- und Geräuschkulisse. Dann gibt es noch Galapagos, das Naturparadies auf Erden, wo Tier und Mensch sich auf Augenhöhe begegnen können. Dort habe ich einen atemberaubenden Moment erlebt, als ich zu einem abgelegenen Strand geklettert bin und Hunderte von Krabben den Weg freigemacht haben, Dutzende Eidechsen mich angesehen haben und riesige Marine Iguanas, das sind schwimmende Eidechsen, seelenruhig vor mir herdösten. Im selben Moment gleiteten 2 Pelikane mit einer Flügelspannweite von über 3 Metern nur ganz knapp über meinen Kopf. Ein Naturschauspiel der Extraklasse. Ich fühlte mich in diesem Moment wie der erste Mensch auf diesem Planeten. Beeindruckend. Ecuador ist ein Traum, eine Welt voller Charme und Kultur. Und speziell diese Kultur, die hat mich so beeindruckt, weil sie noch so naturverbunden ist. Sie ist auch eine indigene Kultur, muss man sagen. Das macht den Unterschied. In Mitteleuropa, da waren die letzten naturverbundenen Völker die Kelten vor Tausenden von Jahren, die jedoch nicht mal die indigenen Völker Europas waren. Aber selbst von denen in unserer Kultur und im Glauben fast nichts mehr übrig geblieben ist. Und das ist der große Gegensatz. In Ecuador ist das indigene Leben nur ein paar hundert Jahre her und daher noch reichlich vorhanden und überall spürbar. Und darin liegt auch der Zauber des Einklangs mit der Natur in der Luft von Ecuador. Ja. Und genau das fehlt uns in Europa und in unserer Gesellschaft. Durch die Entfremdung der Natur entfremden wir uns auch von uns selbst und damit von unserer wahren Essenz, die uns ausmacht, die uns glücklich macht und tief innerlich erfüllt. Es ist an der Zeit, eine Alternative zu bieten. Und darum habe ich die Lebensphilosophie Aletik ins Leben gerufen. Auf dem aletischen Weg folgst du deiner Wahrheit, deiner Essenz und gestaltest dir ein Leben, welches dich heilt und im Inneren
und Äußeren erfüllt. Und für mehr Videos zu diesem Thema abonniere gerne den Kanal oder besuche mich auch gerne auf Instagram, ich verlinke euch das hier unten. Ja, ich bin wieder zurück von meiner Reise und habe wahnsinnig schöne Freundschaften gefunden. Ein Land, das mich tief fasziniert und bereichert, und bin wieder zurück, um für euch weitere Videos zur Athletik zu machen. Die faszinierendste Reise, die das Leben zu bieten hat, nämlich die Reise zu deiner Wahrheit und deinem Wohlstand, zu deinem inneren Selbst. Ja, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ahoi!